Lektion 1: Gegensätze. Hallo Anna, hast du schon einmal über Gegensätze nachgedacht? Hallo John. Ja. Gegensätze sind faszinierend. Sie sind wie zwei Seiten einer Medaille. Unbedingt. Sie ergänzen sich. Wenn zum Beispiel links eine Richtung ist, dann ist rechts das Gegenteil. Das ist richtig. Hoch und runter, heiß und kalt, sie alle haben Gegensätze. Genau. Es ist interessant, wie Gegensätze uns helfen, Dinge besser zu verstehen. Ich stimme zu. Sie sorgen für Ausgeglichenheit und Kontrast in unserem täglichen Leben. Du bist genau richtig. Licht und Dunkelheit, schnell und langsam, Gegensätze gibt es überall. Das sind sie auf jeden Fall. Es ist wie ein Puzzle, bei dem jedes gegenüberliegende Teil zusammenpasst. Gut gesagt. Es ist wie Yin und Yang, sie schaffen Harmonie in der Welt. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Gegensätze machen das Leben lebendiger und bedeutungsvoller. Absolut. Sie lassen uns die Schönheit der Vielfalt schätzen. Das ist wahr. Ohne Gegensätze wäre das Leben langweilig und eintönig. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Gegensätze verleihen unserer Existenz Geschmack. In der Tat. Sie machen unsere Reise durchs Leben aufregender und faszinierender. Genau. Lassen Sie uns also die Macht der Gegensätze annehmen und schätzen. Ich bin bei dir. Lass uns gemeinsam die unglaubliche Welt der Gegensätze erkunden. Klingt nach einem Plan. Tauchen wir tief in das Reich der Kontraste ein. Ich bin bereit. Begeben wir uns auf dieses Sprachenlernabenteuer der Gegensätze. Absolut. Machen Sie sich bereit, Ihren Wortschatz zu erweitern und neue Horizonte zu entdecken. Lektion 2: Finanzielle Klarheit. Hallo Anna, lass uns darüber sprechen, wie Finanzen in einer Partnerschaft funktionieren. Hallo John, das klingt wichtig. Das Verständnis der Finanzen ist entscheidend für den Erfolg. Unbedingt. Wir müssen sicherstellen, dass wir ein klares Verständnis davon haben, wie die Finanzen funktionieren werden. Ich stimme zu. Es ist wichtig, klare finanzielle Ziele zu setzen und ein Budget aufzustellen. Das ist richtig. Ein Budget hilft uns, unsere Ausgaben im Auge zu behalten und unser Geld mit Bedacht zu verwalten. Die Budgetierung ist der Schlüssel zur Finanzstabilität. Es ermöglicht uns, unsere Bedürfnisse und Wünsche zu priorisieren. Genau. Wir sollten auch besprechen, wie wir die Ausgaben aufteilen und die finanzielle Verantwortung teilen. Kommunikation ist lebenswichtig. Wir sollten offen über unser Einkommen, unsere Ersparnisse und finanziellen Verpflichtungen sprechen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Transparenz schafft Vertrauen und hilft uns, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir sollten auch erwägen, für Notfälle und zukünftige Investitionen zu sparen. Toller Punkt. Der Aufbau eines Notfallfonds schützt uns vor unerwarteten finanziellen Herausforderungen. Und kluge Investitionen können uns helfen, unser Vermögen im Laufe der Zeit zu vergrößern. Unbedingt. Wir sollten verschiedene Anlagemöglichkeiten prüfen und ihre Risiken und Chancen bewerten.
Recherchieren und Einholen professioneller Beratung können unsere Finanzkompetenz verbessern. Definitiv. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und uns kontinuierlich über persönliche Finanzen zu informieren. Wir sollten auch unseren Finanzplan regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Absolut. Flexibilität ist von entscheidender Bedeutung, da sich unsere finanziellen Umstände im Laufe der Zeit ändern können. Indem wir zusammenarbeiten und finanziell verantwortlich sind, können wir unsere Ziele erreichen. Du bist genau richtig. Lassen Sie uns diese finanzielle Reise mit Wissen und Entschlossenheit beginnen. Einverstanden. Stärken wir uns mit Finanzwissen und sichern wir unsere Zukunft. Gut gesagt. Gemeinsam werden wir uns in der Finanzwelt zurechtfinden und erfolgreich sein. Ich freue mich. Lassen Sie uns die Kontrolle über unser finanzielles Wohlergehen übernehmen und die Vorteile genießen. Absolut. Machen Sie sich bereit, die Kunst des Geldmanagements und der Sicherung unserer finanziellen Zukunft zu beherrschen. Lektion 3: Energetisierendes Frühstück. Hallo Anna, ist dir schon einmal aufgefallen, wie wichtig ein richtiges Frühstück ist? Hallo John, absolut. Es ist wichtig, den Tag mit einem nahrhaften Frühstück zu beginnen. Es gibt den Ton für den Tag an, nicht wahr? Ein sättigendes Frühstück steigert unser Energieniveau. Definitiv. Ich versuche immer, mir Zeit für ein richtiges Frühstück zu nehmen. Das macht einen großen Unterschied. Ich stimme zu. Es treibt unseren Körper an und bereitet uns auf die bevorstehenden Aufgaben vor. Wenn wir das Frühstück auslassen, fühlen wir uns träge und weniger konzentriert. Das ist wahr. Das Frühstück liefert die notwendigen Nährstoffe, um unseren Stoffwechsel anzukurbeln. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis von Protein, gesunden Fetten und Kohlenhydraten zu berücksichtigen. Unbedingt. Eier, Vollkornprodukte, Obst und Joghurt sind großartige Optionen. Ich liebe es, eine Schüssel Haferflocken mit frischen Beeren und einem Schuss Honig zu essen. Klingt köstlich. Ich mache gerne ein Gemüseomelett mit Vollweizentoast. Lecker! Das Hinzufügen von Gemüse zum Frühstück ist eine großartige Möglichkeit, unsere tägliche Aufnahme zu erhöhen. Es ist wichtig, auf unseren Körper zu hören und Lebensmittel zu wählen, die uns Energie geben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Ernährungsbedürfnisse jeder Person können variieren. Deshalb ist es gut, mit verschiedenen Frühstücksoptionen zu experimentieren und herauszufinden, was für uns am besten funktioniert. Abwechslung macht es interessant und sorgt dafür, dass wir eine breite Palette an Nährstoffen erhalten. Unbedingt. Und vergessen wir nicht, wie wichtig es ist, mit Wasser oder einer Tasse Tee oder Kaffee zu hydratisieren. Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel. Es hilft, die Funktionen unseres Körpers aufrechtzuerhalten und hält uns wachsam. So wahr. Machen wir das Frühstück zur Priorität und geben wir unserem Körper die Nahrung, die er verdient. Damit bin ich einverstanden. Ein gesundes Frühstück gibt den Ton für einen produktiven Tag an. In der Tat. Nehmen wir uns Zeit für ein ausgiebiges Frühstück und beginnen wir unseren Morgen richtig. Absolut. Machen Sie sich bereit, den Tag mit einem nahrhaften Frühstück als unserer Geheimwaffe zu erobern. Du hast es.
Tanken wir auf und machen das Beste aus jedem Tag. Frühstück, wir kommen. Lektion 4: Abenteuerliches Alleinreisen. Hallo Anna, hast du jemals die Herausforderungen von Alleinreisen erlebt? Hallo John, absolut. Alleinreisen können sowohl aufregend als auch herausfordernd sein. Eine der Herausforderungen ist der Umgang mit Sprachbarrieren im Ausland. Stimmt. Nicht jeder spricht Englisch, daher ist es hilfreich, ein paar grundlegende Sätze in der Landessprache zu lernen. Das ist ein toller Tipp. Es zeigt Respekt und kann Interaktionen angenehmer machen. Es ist auch gut, ein Taschenwörterbuch dabei zu haben oder Übersetzungs-Apps zum schnellen Nachschlagen zu verwenden. Definitiv. Technologie kann ein Lebensretter sein, wenn es darum geht, Sprachbarrieren zu überwinden. Das ist wahr. Vorausschauende Recherchen und Planungen können die Navigation erleichtern. Karten und GPS-Apps sind praktische Tools, um sich zurechtzufinden. Unbedingt. Es ist auch nützlich, Einheimische nach Wegbeschreibungen oder Empfehlungen zu fragen. Die Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft kann zu einzigartigen Erlebnissen und Entdeckungen führen. Einverstanden. Alleinreisen ermöglichen es uns, unsere Komfortzone zu verlassen und neue Kulturen kennenzulernen. Es ist eine Gelegenheit für persönliches Wachstum und Selbstfindung. Alleinreisende entwickeln dabei oft Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit. Das ist so wahr. Die Bewältigung von Herausforderungen schafft Selbstvertrauen und erweitert unseren Horizont. Alleinreisen können in vielerlei Hinsicht eine transformative Erfahrung sein. Es zwingt uns, uns auf uns selbst zu verlassen und uns an verschiedene Situationen anzupassen. Und die Erinnerungen und Geschichten, die wir auf Alleinreisen sammeln, sind von unschätzbarem Wert. Unbedingt. Sie werden zu wertvollen Momenten, die wir für immer bei uns tragen. Nehmen wir also die Herausforderungen an und begeben wir uns unvoreingenommen auf Solo-Abenteuer. Ich bin bereit für die Herausforderung. Lass uns die Welt erkunden und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Das ist der Geist. Alleinreisen sind eine Reise der Selbstfindung und endloser Möglichkeiten. Ich freue mich. Lass uns unsere Koffer packen und uns auf ein einmaliges Abenteuer begeben. In der Tat. Mach dich bereit, die Welt zu erobern, ein Solo-Abenteuer nach dem anderen. Lektion 5: Erkunden und entspannen. Hallo Anna, findest du gerne ein Gleichgewicht zwischen Erkundung und Entspannung? Hallo John, absolut. Es ist wichtig, in unserem Leben eine Mischung aus beidem zu haben. Neue Orte zu erkunden und neue Aktivitäten auszuprobieren kann so belebend sein, findest du nicht? Definitiv. Es erweitert unseren Horizont und schafft bleibende Erinnerungen. Es gibt aber auch Tage, an denen wir einfach nur die Seele baumeln lassen und entspannen wollen. Unbedingt. Sich Zeit für Entspannung zu nehmen, ist für unser allgemeines Wohlbefinden unerlässlich. Es ermöglicht uns, unseren Geist und Körper aufzuladen und zu verjüngen. Ich genieße eine Ausgeglichenheit, manche Tage zum Erkunden und andere zum Entspannen.
Das ist ein großartiger Ansatz. Es stellt sicher, dass wir eine umfassende Erfahrung haben. Beim Erkunden liebe ich es, versteckte Juwelen zu entdecken und die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Ich auch. Es ist aufregend, auf einzigartige Orte zu stoßen, die weniger überfüllt sind. Und an Entspannungstagen gönne ich mir gerne Aktivitäten, die mir Ruhe und Frieden bringen. Das kann sein, ein Buch zu lesen, Yoga zu praktizieren oder einfach die Natur zu genießen. Genau. Es geht darum herauszufinden, was uns Freude macht und uns hilft, uns zu entspannen. Es ist wichtig, auf unseren Körper zu hören und uns die Ruhe zu gönnen, die wir brauchen. Unbedingt. Selbstpflege sollte in unserem geschäftigen Leben Priorität haben. Und wenn wir ein Gleichgewicht zwischen Erkundung und Entspannung finden, können wir das Beste aus jedem Tag machen. Das ist so wahr. Es geht darum, verschiedene Erfahrungen zu machen und Harmonie in unserem Leben zu finden. Also, lasst uns unsere Abenteuer planen und uns auch Zeit für Entspannung und Selbstfürsorge nehmen. Damit bin ich einverstanden. Lassen Sie uns ein Leben schaffen, das sowohl aufregend als auch nahrhaft ist. In der Tat. Machen Sie sich bereit für eine Entdeckungsreise, Entspannung und alles dazwischen. Lektion 6: Reisesorgen. Hallo Anna, sind Sie jemals auf Reisesorgen gestoßen, zum Beispiel auf Bedenken hinsichtlich Ihres Gepäcks? Hallo John, absolut. Es ist ganz natürlich, dass man sich auf Reisen Sorgen macht. Ich hoffe immer, dass mit meinem Gepäck alles in Ordnung ist, wenn ich es einchecke. Ich verstehe. Es ist wichtig, Vorkehrungen zu treffen, um das Risiko von Problemen zu minimieren. Das ist wahr. Ich achte darauf, mein Gepäck mit meinen Kontaktinformationen zu kennzeichnen. Das ist ein kluger Schachzug. Das hilft, falls Ihr Gepäck verloren geht. Ich versuche auch, wichtige Dinge in mein Handgepäck zu packen, nur für den Fall, dass mein aufgegebenes Gepäck verspätet ist. Gute Idee. Wenn Sie einige wichtige Dinge dabei haben, können unerwartete Situationen leichter bewältigt werden. Es gibt mir die Gewissheit, dass ich einige notwendige Dinge in Reichweite habe. Ein weiteres Problem kann die Gewichtsbeschränkung für aufgegebenes Gepäck sein. Ja, es ist wichtig, vorher die Gewichtsbeschränkungen der Fluggesellschaft zu überprüfen. Normalerweise wiege ich meinen Koffer, bevor ich das Haus verlasse, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht. Das ist ein toller Tipp. Das erspart Ihnen Überraschungen in letzter Minute am Flughafen. Und wenn ich fast an der Gewichtsgrenze bin, erwäge ich vielleicht, sperrigere Sachen zu tragen, anstatt sie einzupacken. Das ist eine clevere Methode, um das Gewicht Ihres Gepäcks zu kontrollieren. Schließlich bewahre ich wichtige Dokumente und Wertsachen immer in meinem Handgepäck auf. Das ist eine kluge Vorsichtsmaßnahme. Es ist wichtig, dass Sie diese Gegenstände immer bei sich haben. Unbedingt. Es gibt mir die Gewissheit, dass sie sicher sind. Indem wir diese Vorsichtsmaßnahmen treffen, können wir einige der Sorgen um unser Gepäck lindern. Das ist wahr. Wenn wir vorbereitet sind, können wir unsere Reisen ohne unnötigen Stress genießen. Behalten wir diese Tipps im Hinterkopf und erleben wir sorgenfreie Abenteuer. Damit bin ich einverstanden.
Auf reibungslose Reisen und sorgenfreies Gepäck. Prost darauf! Mögen all unsere Reisesorgen hinter uns gelassen werden, wenn wir uns auf neue Reisen begeben. Lektion 7: Kulinarische Abenteuer. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit neue Kochrezepte ausprobiert? Hallo John, absolut. Ich freue mich immer darauf, neue Gerichte auszuprobieren und meine kulinarischen Fähigkeiten zu erweitern. Das ist großartig. Es ist immer schön, neue Kochtechniken und Geschmacksrichtungen zu lernen. Ich habe kürzlich versucht, ein traditionelles indisches Curry zuzubereiten, und es hat sich als köstlich herausgestellt. Das klingt unglaublich. Die indische Küche ist bekannt für ihre kräftigen und aromatischen Aromen. Es war eine lustige und geschmackvolle Erfahrung. Ich habe es genossen, mit verschiedenen Gewürzen zu experimentieren. Das Ausprobieren neuer Rezepte kann eine großartige Möglichkeit sein, verschiedene Kulturen anhand von Lebensmitteln zu erkunden. Unbedingt. Es ist wie eine kulinarische Reise, ohne die Küche zu verlassen. Ich stimme voll und ganz zu. Ich habe kürzlich versucht, Sushi zu Hause zuzubereiten. Das ist beeindruckend. Sushi erfordert Präzision und Liebe zum Detail. Es war eine Herausforderung, aber es war auch eine lohnende Erfahrung. Ich liebe es, wie Kochen sowohl ein kreatives Ventil als auch ein köstlicher Genuss sein kann. Das ist das Schöne daran. Wir können unserer Kreativität freien Lauf lassen und die Früchte unserer Arbeit genießen. Und das Ausprobieren neuer Rezepte hält unsere Mahlzeiten spannend und verhindert kulinarische Langeweile. Genau. Es bringt Abwechslung in unser kulinarisches Erlebnis und erweitert unseren Geschmackshorizont. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Rezepten zum Ausprobieren. Es ist wie ein nie endendes kulinarisches Abenteuer. Das ist der Geist. Genießen Sie die Freude am Kochen und entdecken Sie immer wieder neue Geschmacksrichtungen. Damit bin ich einverstanden. Lassen Sie uns unsere kulinarischen Abenteuer fortsetzen und die Köstlichkeiten der Küche genießen. Absolut. Auf köstliche Entdeckungen und lebenslangen kulinarischen Genuss. Lektion 8: Leidenschaften verfolgen. Hallo Anna, was hast du in letzter Zeit gemacht? Irgendwelche neuen Hobbys oder Interessen? Hallo John, absolut. Ich habe einige neue Hobbys und Leidenschaften erforscht. Das ist aufregend. Es ist immer erfrischend, neue Aktivitäten zu entdecken, die uns Freude bereiten. Vor kurzem habe ich angefangen, Gitarre spielen zu lernen. Das ist fantastisch. Ein Musikinstrument zu spielen kann so erfüllend sein. Bisher war es eine Herausforderung, aber auch eine lohnende Reise. Das kann ich mir vorstellen. Musik hat die Möglichkeit, unsere Seele zu berühren und Emotionen auszudrücken. In der Tat. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen und mich nach einem langen Tag zu entspannen. Das ist toll zu hören. Ich habe die Fotografie als neues Hobby entdeckt. Die Fotografie ist eine fantastische Möglichkeit, Momente festzuhalten und ihre einzigartige Perspektive zum Ausdruck zu bringen. Es war eine faszinierende Reise. Ich liebe es, verschiedene Schauplätze zu erkunden und mit Kompositionen zu experimentieren. Das klingt unglaublich.
Man sieht die Welt buchstäblich durch eine andere Linse. Unbedingt. Es hilft mir, die Schönheit des Alltags zu schätzen. Hast du neben Gitarre und Fotografie noch andere Interessen entdeckt? Ja, ich habe mich auch im Gärtnern versucht. Gärtnern ist ein wunderbares Hobby. Es ermöglicht Ihnen, sich mit der Natur zu verbinden und das Leben zu fördern. Ich finde es therapeutisch und erfüllend. Pflanzen wachsen und blühen zu sehen macht mir so viel Freude. Das ist herrlich. Es ist wichtig, Aktivitäten zu finden, die uns Glück und Erfüllung bringen. In der Tat. Die Erforschung neuer Hobbys macht unser Leben interessant und hilft uns, als Individuen zu wachsen. Absolut. Lassen Sie uns weiterhin unseren Leidenschaften nachgehen und neue Erfahrungen machen. Damit bin ich einverstanden. Auf ein Leben voller aufregender Hobbys und endloser Möglichkeiten. Lektion 9: Sommerabenteuer. Hallo Anna, ich bereite mich auf unsere Sommerreise vor. Ich darf meinen Badeanzug nicht vergessen. Hallo John, das ist wichtig. Wir möchten nicht, dass Sie ein erfrischendes Bad verpassen. Unbedingt. Ich freue mich darauf, am Teich zu entspannen und ein Bad zu nehmen, um der Sommerhitze zu trotzen. Apropos Teich, ich frage mich, ob der Hofhund auch in den Teich kommt. Das ist ein interessanter Gedanke. Es wäre amüsant, den Hund beim Schwimmen zu sehen. Hunde lieben normalerweise Wasser, daher wäre es nicht verwunderlich, wenn der Bauernhofhund mitmacht. Es wäre ein herrlicher Anblick, dem Hund beim Planschen zuzusehen und sich abzukühlen. Stellen Sie sich nur die freudigen Gesichtsausdrücke vor, wenn es im Wasser herumtollen kann. Es würde definitiv zum Charme und zur Ruhe unseres Sommerurlaubs beitragen. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir die Sonne genießen und die natürliche Schönheit um uns herum genießen. Es wird ein unvergessliches und verjüngendes Erlebnis sein, umgeben von den Wundern der Natur. Unbedingt. Wir werden bleibende Erinnerungen schaffen und die einfachen Freuden des Sommers genießen. Und wer weiß, vielleicht finden wir auf der Farm sogar neue pelzige Freunde. Das wäre herrlich. Die Interaktion mit Tieren bringt immer ein Gefühl von Freude und Verbundenheit. Es ist wahr. Tiere haben die Art, unsere Stimmung aufzuhellen und uns an die Schönheit des Lebens zu erinnern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lasst uns die bevorstehenden Sommerabenteuer mit offenem Herzen und einem Gefühl des Staunens angehen. Damit bin ich einverstanden. Auf einen Sommer voller Sonnenschein, Lachen und herrlicher Überraschungen. Lektion 10: Modische Entscheidungen. Hallo Anna, ich gehe neue Klamotten einkaufen. Praktisch und stillvoll ist das, was ich suche. Hallo John, das ist eine tolle Kombination. Komfort und Mode gehen Hand in Hand. Genau. Ich will Outfits, die nicht nur gut aussehen, sondern auch einen praktischen Zweck erfüllen. Es ist wichtig, Kleidung zu finden, die zu Ihrem Lebensstil passt und Ihnen ein sicheres Gefühl gibt. Einverstanden. Übrigens, welche Größe brauchst du? Ein kleines oder ein mittleres?
Normalerweise entscheide ich mich für ein Medium. Es gibt mir etwas Platz, um mich bequem zu bewegen. Das macht Sinn. Es ist immer gut, etwas mehr Platz zu haben, um die Bewegung zu erleichtern. Unbedingt. Zu enge Kleidung kann Ihre Mobilität einschränken und unbequem sein. Und Kleidung, die zu locker ist, gibt Ihnen möglicherweise nicht die gewünschte Passform und den gewünschten Stil. Das ist wahr. Wenn Sie die richtige Größe finden, wird sichergestellt, dass die Kleidung Ihrer Körperform schmeichelt. Es geht darum, die perfekte Balance zwischen Komfort und Stil zu finden. Auf jeden Fall. Es geht darum, deine Persönlichkeit auszudrücken und dich in dem, was du trägst, wohlzufühlen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Mode ist eine Form der Selbstdarstellung und des Selbstvertrauens. Achten Sie also beim Einkaufen darauf, praktische und stilvolle Stücke zu wählen, mit denen Sie sich großartig fühlen. Unbedingt. Das behalte ich im Hinterkopf. Lassen Sie uns Mode als Mittel zur Selbstdarstellung und Selbstbestimmung nutzen. Lektion 11: Sport und Integrität. Hallo Anna, hast du von der jüngsten Sportkontroverse gehört? Hallo John. Ja. Ich habe gelesen, dass der Drogentest für Johnson positiv war. Es wurde festgestellt, dass er Steroide eingenommen hatte. Es ist entmutigend zu sehen, wie Athleten auf unfaire Mittel zurückgreifen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Absolut. Es trübt die Integrität des Sports und untergräbt den fairen Wettbewerb. Exakt. Beim Sport sollte es um Können, Hingabe und ehrliche Anstrengung gehen. Die Einnahme von Steroiden bietet nicht nur einen unfairen Vorteil, sondern birgt auch ernsthafte Gesundheitsrisiken. Das ist wahr. Die Folgen der Einnahme leistungssteigernder Medikamente können schwerwiegend sein. Es ist enttäuschend, wenn Sportler dem Druck erliegen und ihre Integrität gefährden. Der anschließende Entzug von Johnsons Titeln zeigt, dass Betrug Konsequenzen hat. Es sendet eine starke Botschaft, dass Betrug in der Welt des Sports nicht toleriert wird. Hoffentlich dient es als Abschreckung für andere und fördert eine Kultur des Fairplay. Absolut. Hoffen wir, dass Sportler ihrer Gesundheit Priorität einräumen und mit Integrität konkurrieren. Sport sollte Menschen inspirieren und zusammenbringen und das menschliche Potenzial optimal zur Geltung bringen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Unterstützen wir einen sauberen Wettbewerb und wahren Sportsgeist. Gut gesagt. Auf eine Zukunft, in der der Sport für seine Werte und die unglaublichen Leistungen ehrlicher Athleten gefeiert wird. Lektion 12: Fitness und Erholung. Hallo Anna, wie fühlst du dich nach deinem Training? Ich bin neugierig auf deine Erfahrung. Hallo John, ich fühlte mich definitiv müde und wund, aber auf eine gute Art und Weise. Es ist ein Zeichen des Fortschritts. Das ist toll zu hören. Das heißt, du forderst deinen Körper heraus und gehst an deine Grenzen. Absolut. Der Schmerz erinnert mich daran, dass ich daran arbeite, meine Fitness zu verbessern. Es ist wichtig, auf ihren Körper zu hören und ihm genügend Zeit zu geben, um sich ebenfalls zu erholen. Auf jeden Fall. Ruhe und Erholung sind genauso wichtig wie die eigentliche Bewegung.
Ruhe ermöglicht es ihren Muskeln, sich zu reparieren und stärker zu werden, wodurch das Verletzungsrisiko verringert wird. Das ist richtig. Ich achte darauf, Ruhetage in meine Trainingsroutine einzubeziehen. Es ist ein kluger Ansatz. Es hilft, Übertraining zu verhindern und hält sie motiviert. Außerdem ist ausreichend Schlaf für die allgemeine Erholung und das Wohlbefinden unerlässlich. Schlaf wird oft unterschätzt, aber er spielt eine entscheidende Rolle für unsere körperliche und geistige Gesundheit. Ich stimme voll und ganz zu. Nach einer erholsamen Nacht fühle ich mich energiegeladener und konzentrierter. Flüssigkeitszufuhr ist auch wichtig für die Erholung. Es hilft bei der Muskelfunktion und der Gesamtleistung. Absolut. Ich achte darauf, den ganzen Tag über viel Wasser zu trinken, besonders nach dem Training. Das ist eine tolle Angewohnheit. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unterstützt die natürlichen Erholungsprozesse des Körpers. Es ist also eine Kombination aus Bewegung, Ruhe, Schlaf und ausreichender Flüssigkeitszufuhr für eine optimale Erholung. Genau. Wenn wir uns um unseren Körper kümmern, können wir uns weiterhin selbst herausfordern und neue Ziele erreichen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns sowohl die Anstrengungen, die wir in unser Training investieren, als auch die darauf folgende Erholung priorisieren. Gut gesagt. Auf einen ausgewogenen Fitnessansatz und die erstaunlichen Ergebnisse, die er bringt. Lektion 13: Pflanzlicher Lebensstil. Hallo Anna, ich wollte dir sagen, dass ich versuche, mich pflanzlich zu ernähren. Hallo John, das ist großartig. Der Übergang zu einem pflanzlichen Lebensstil hat zahlreiche Vorteile. Unbedingt. Ich freue mich darauf, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken und meine allgemeine Gesundheit zu verbessern. Pflanzliche Diäten sind reich an Nährstoffen und können das Risiko bestimmter Krankheiten verringern. Das habe ich gehört. Ich freue mich darauf, mehr Obst, Gemüse und Vollkornprodukte in meine Mahlzeiten aufzunehmen. Es ist eine fantastische Möglichkeit, die Aufnahme von Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen zu erhöhen. Ich bin auch neugierig auf pflanzliche Proteinquellen. Irgendwelche Empfehlungen? Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und schwarze Bohnen sind hervorragende Proteinquellen. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe gehört, dass sie vielseitig sind und in verschiedenen Gerichten verwendet werden können. Das sind sie. Sie können sie in Suppen, Eintöpfen, Salaten oder sogar als Basis für Gemüseburger verwenden. Das klingt köstlich. Ich plane auch, verschiedene pflanzliche Milchalternativen zu erkunden. Es gibt viele Optionen wie Mandelmilch, Sojamilch und Hafermilch, die ihrem Geschmack und ihren Ernährungsbedürfnissen entsprechen. Ich freue mich darauf, in meinen morgendlichen Smoothies und meinem Kaffee mit ihnen zu experimentieren. Sie werden erstaunt sein, wie cremig und würzig sie sein können. Ich habe auch von pflanzlichen Ersatzstoffen für Milchprodukte wie Käse und Joghurt gehört. Hast du welche probiert? Ja, es gibt pflanzliche Alternativen aus Nüssen, Soja oder Kokosnuss, die sehr lecker sind. Das ist gut zu wissen. Ich werde beim Einkaufen nach ihnen Ausschau halten. Es ist toll zu sehen, dass mehr Menschen sich pflanzlich ernähren.
Das ist nicht nur gut für unsere Gesundheit, sondern auch für die Umwelt. Absolut. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich freue mich darauf, mich auf diese pflanzliche Reise zu begeben. Ich freue mich für dich. Die Annahme eines pflanzlichen Lebensstils eröffnet eine Welt kulinarischer Möglichkeiten. Ich danke dir. Wir freuen uns darauf, unseren Körper und den Planeten mit Nährstoffen auf pflanzlicher Basis zu ernähren. Lektion 14: Tischmanieren und Etikette. Hallo Anna, hast du dich jemals über richtige Tischmanieren und Etikette gewundert? Hallo John, ja, es ist immer gut zu wissen, wie man Messer und Gabel richtig benutzt, besonders in formellen Umgebungen. Unbedingt. Es kann einen erheblichen Unterschied darin machen, wie wir uns während der Mahlzeiten präsentieren. Hast du irgendwelche Tipps? Nun, eine wichtige Regel ist, beim Schneiden und Essen das Messer in der rechten Hand und die Gabel in der linken Hand zu halten. Das ist richtig. Und denk daran, deine Ellbogen vom Tisch zu halten. Es wird in vielen Kulturen als unhöflich angesehen. Guter Punkt. Versuchen Sie auch, mit geschlossenem Mund zu kauen und vermeiden Sie es, mit Essen im Mund zu sprechen. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, auf unsere Essgewohnheiten zu achten und unseren Mitmenschen Respekt zu erweisen. Irgendwelche anderen Ratschläge? Ja, wenn Sie Utensilien verwenden, beginnen Sie von außen und arbeiten Sie sich bei jedem Gang hinein. Die äußersten Utensilien sind für den ersten Gang. Das ist ein hilfreicher Tipp. Es kann verwirrend sein, wenn mehrere Utensilien auf dem Tisch liegen. Was ist mit der Serviettenetikette? Wenn Sie sich hinsetzen, falten Sie Ihre Serviette auseinander und legen Sie sie auf Ihren Schoß. Benutze es, um deinen Mund abzutupfen, aber vermeide es, dein Gesicht kräftig abzuwischen. Ich verstehe. Es ist gut, eine Serviette zur Hand zu haben, um Ordnung zu halten. Und was ist, wenn Sie sich vom Tisch entschuldigen müssen? Wenn Sie den Tisch vorübergehend verlassen müssen, legen Sie Ihre Serviette als Zeichen dafür, dass Sie zurückkehren werden, auf Ihren Stuhl. Ah, das wusste ich nicht. Das ist eine höfliche Art zu signalisieren, dass du zurückkommst. Vielen Dank für das Teilen dieser Tipps. Du bist willkommen. Es ist wichtig, dass Sie sich unserer Tischmanieren bewusst sind, insbesondere in formellen oder professionellen Umgebungen. Absolut. Respekt zu zeigen und eine gute Tischetikette zu praktizieren, kann bei anderen einen positiven Eindruck hinterlassen. Gibt es noch etwas hinzuzufügen? Nur noch eine Sache. Denken Sie daran, während einer Mahlzeit Ihr Tempo einzuhalten und zu vermeiden, zu schnell zu essen. Genießen Sie Ihr Essen und die Gesellschaft. Kluge Worte. Bemühen wir uns um achtsame und rücksichtsvolle Gäste. Nochmals vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich danke dir auch. Es ist immer eine Freude, diese Themen mit Ihnen zu besprechen. Lassen Sie uns unsere Tischmanieren weiter verbessern. Auf jeden Fall. Verfeinern wir unsere Essensetikette weiter. Bis zum nächsten Mal. Lektion 15: Flughafensicherheit. Hallo Anna, wurdest du schon einmal bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen niedergeklopft? Es scheint ziemlich unangenehm zu sein. Hallo John. Zum Glück habe ich das nicht erlebt. Aber ich hoffe, dass das niemandem passiert, es sei denn, es ist notwendig. Einverstanden. Es ist immer ein bisschen nervenaufreibend,
durch die Flughafenkontrolle zu gehen und sich zu fragen, wie lange der Prozess dauern wird. Es stimmt, es kann je nach Flughafen und Anzahl der Passagiere variieren. Aber es ist wichtig für die Sicherheit aller. Absolut. Die Sicherheitsmaßnahmen sind vorhanden, um ein sicheres und reibungsloses Reiseerlebnis zu gewährleisten. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Integrität von Flugreisen. Mir ist aufgefallen, dass die Sicherheitsbeamten Metalldetektoren und Röntgengeräte verwenden. Wie funktionieren sie? Metalldetektoren senden elektromagnetische Wellen aus, die Metallgegenstände an einer Person erkennen. Röntgengeräte scannen das Gepäck nach verdächtigen Gegenständen. Das ist faszinierend. Es ist beeindruckend, wie Technologie zur Erhöhung der Sicherheit eingesetzt wird. In der Tat. Es ist ein ständiges Bemühen, potenziellen Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein und die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Ich habe auch von dem zufälligen Auswahlverfahren für zusätzliche Screenings gehört. Wie funktioniert das? Die zufällige Auswahl trägt dazu bei, Fairness zu gewährleisten und Profiling zu vermeiden. Es ist eine zusätzliche Sicherheitsebene, um die Wachsamkeit aufrechtzuerhalten. Das macht Sinn. Es ist wichtig, alle gleich zu behandeln und Personen nicht aufgrund ihres Aussehens oder Hintergrunds herauszusondern. Absolut. Die Flughafensicherheit zielt darauf ab, eine sichere Umgebung zu schaffen und gleichzeitig die Rechte und die Würde der Passagiere zu respektieren. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Sicherheitsbeamten eine herausfordernde Aufgabe sein kann, jeden Tag mit unterschiedlichen Menschen und Situationen umzugehen. Es ist eine anspruchsvolle Verantwortung. Sie werden umfassend geschult, um verschiedene Szenarien professionell zu bewältigen. Ich schätze Ihren Einsatz und Ihr Engagement, uns während Flugreisen zu schützen. Es ist wichtig, Ihre harte Arbeit und Zusammenarbeit während der Sicherheitsüberprüfung anzuerkennen. Auf jeden Fall. Wir sollten alle zusammenarbeiten und die Anweisungen befolgen, um eine reibungslose und effiziente Sicherheitskontrolle zu gewährleisten. Das ist der Schlüssel. Indem wir vorbereitet, organisiert und respektvoll sind, tragen wir zu einem positiven Reiseerlebnis für alle bei. Das werde ich bei meinen zukünftigen Reisen im Hinterkopf behalten. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Lektion 16: Den Weltraum erkunden. Hallo Anna, hast du jemals über die Tyrannei der Distanz nachgedacht, wenn es um die Erforschung des Weltraums geht? Hallo John. Absolut, die Reise ins All ist ein gigantisches Unterfangen, das in der Geschichte der Menschheit seinesgleichen sucht. Es ist umwerfend, über die Weiten des Universums und die Herausforderungen nachzudenken, vor denen wir bei seiner Erforschung stehen. In der Tat. Wenn wir zu den Sternen aufschauen, stehen wir auf einem einsamen, windgepeitschten Punkt, voller Neugier und Staunen. Ich wundere mich oft über die unglaubliche Technologie und den Mut, die für eine Reise über unseren Planeten erforderlich sind. Die Erforschung des Weltraums erweitert die Grenzen des menschlichen Wissens und testet unsere Grenzen auf außergewöhnliche Weise. Ich bin erstaunt über die Leistungen von Astronauten, die sich ins Unbekannte gewagt haben, wie zum Beispiel auf dem Mond zu laufen. Ihr Mut und ihre Entschlossenheit inspirieren uns, große Träume zu haben und das Unmögliche zu verfolgen. Ich habe gehört, dass Weltraummissionen eine akribische Planung und Koordination erfordern. Das muss ein ziemlich komplexer Prozess sein. Absolut. Jeder Aspekt,
vom Entwurf des Raumfahrzeugs bis hin zum Astronautentraining, wird sorgfältig orchestriert, um erfolgreich zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass die wissenschaftliche Forschung, die während dieser Missionen durchgeführt wird, neue Wissensgrenzen eröffnet. Weltraummissionen liefern wertvolle Daten und Erkenntnisse über unser Universum und verbessern so unser Verständnis des Kosmos. Es ist unglaublich, wie die Weltraumforschung zu bahnbrechenden Entdeckungen und technologischen Fortschritten geführt hat. Ja, es hat zu Innovationen geführt, von denen nicht nur die Weltraumforschung, sondern auch verschiedene Branchen auf der Erde profitieren. Ich habe auch von den Herausforderungen gehört, über einen längeren Zeitraum im Weltraum zu leben. Es muss ziemlich anspruchsvoll für die Astronauten sein. Das Leben in der Mikrogravitation ist mit einzigartigen physiologischen und psychologischen Herausforderungen verbunden, die Anpassung und Belastbarkeit erfordern. Es ist faszinierend, über die menschliche Fähigkeit nachzudenken, sich in solch extremen Umgebungen anzupassen und zu gedeihen. Absolut. Es zeigt unsere angeborene Neugier und unseren Wunsch, das Unbekannte zu erkunden. Ich hoffe, dass zukünftige Weltraummissionen unser Wissen weiter erweitern und den Weg für weitere Erkundungen ebnen werden. Die Möglichkeiten sind endlos, und mit jeder neuen Entdeckung entdecken wir mehr Fragen, die unser Streben nach Wissen beflügeln. Der Weltraum ist wirklich eine Grenze, die uns dazu einlädt, uns auf eine Entdeckungs-, Innovations- und Wunderreise zu begeben. Es ist ein Beweis für menschlichen Einfallsreichtum und unseren angeborenen Wunsch, die Welt jenseits unserer eigenen zu erkunden und zu verstehen. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Es ist beeindruckend, über die Geheimnisse des Universums nachzudenken. Lektion 17: Kleidung einkaufen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, meine Garderobe zu aktualisieren. Hast du irgendwelche Tipps für den Einkauf von Kleidung? Hallo John. Das ist eine großartige Idee. Das Einkaufen von Kleidung kann eine unterhaltsame und lohnende Erfahrung sein. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Danke. Ich suche ein paar neue Hemden und Jeans. Gibt es bestimmte Marken, die du bevorzugst? Wenn es um Kleidung geht, dreht sich alles um persönliche Vorlieben. Einige beliebte Marken, die für ihre Qualität und ihren Stil bekannt sind jedoch eine Überlegung wert. Ich füge sie der Liste hinzu. Es ist immer gut, beim Einkaufen einige Optionen zu haben. Absolut. Wenn Sie verschiedene Marken und Stile erkunden, können Sie herausfinden, was Ihrem Geschmack entspricht und gut zu Ihnen passt. Das ist wahr. Ich möchte auch sicherstellen, dass die Kleidung, die ich kaufe, strapazierfähig und langlebig ist. Qualität ist essentiell. Sie können die Materialzusammensetzung überprüfen und Bewertungen lesen, um sich ein Bild von der Haltbarkeit des Kleidungsstücks zu machen. Guter Punkt. Ich werde nach diesen Details Ausschau halten. Wie wäre es, neue Trends auszuprobieren oder bei klassischen Stilen zu bleiben? Modetrends kommen und gehen, aber klassische Styles bleiben in der Regel zeitlos. Es ist ein Gleichgewicht zwischen persönlichen Vorlieben und Modetrends. Ich stimme zu. Es ist schön, einige trendige Stücke mit klassischen Basics für eine moderne und vielseitige Garderobe zu kombinieren. Exakt. Auf diese Weise können Sie mühelos verschiedene Looks kreieren und sich an verschiedene Anlässe anpassen. Apropos Anlässe, gibt es bestimmte Dresscodes, die ich beim Einkaufen beachten sollte?
Die Kleidervorschriften können je nach Anlass variieren, zum Beispiel formell, geschäftlich oder lässig. Es ist gut, ein paar vielseitige Stücke für jede Kategorie zu haben. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist immer hilfreich, angemessene Kleidung für verschiedene Veranstaltungen oder Zusammenkünfte parat zu haben. Auf jeden Fall. Es ist besser, vorbereitet und selbstbewusst bei der Auswahl Ihrer Outfits zu sein, egal zu welchem Anlass. Ich bin mir auch des Budgets bewusst. Haben Sie Tipps, um gute Angebote oder Verkäufe zu finden? Absolut. Halten Sie Ausschau nach saisonalen Angeboten und Rabatten oder erwägen Sie sogar, bei großen Verkaufsveranstaltungen wie Black Friday oder Cyber Monday einzukaufen. Das ist ein kluger Ansatz. Es ermöglicht mir, hochwertige Kleidung zu einem günstigeren Preis zu bekommen. Ein weiterer Tipp ist, sich für Newsletter anzumelden oder Marken in den sozialen Medien zu folgen, um über Sonderangebote und exklusive Rabatte auf dem Laufenden zu bleiben. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Es geht darum, den Wert zu maximieren und gleichzeitig ein vernünftiges Budget einzuhalten. Genau. Einkaufen kann unterhaltsam und kostengünstig sein, wenn Sie fundierte Entscheidungen treffen. Vielen Dank für diese wertvollen Einblicke. Ich fühle mich besser vorbereitet und freue mich auf meinen bevorstehenden Einkaufsbummel. Lektion 18: Japan erkunden. Hallo Anna, Japan steht auch auf meiner Bucketlist. Ich würde gerne Tokio besuchen und authentisches Sushi probieren. Hallo John. Japan ist ein faszinierendes Land mit einer reichen Kultur und einer köstlichen Küche. Tokio ist definitiv eine Stadt, die man unbedingt besuchen muss. Ich habe so viele tolle Dinge über Tokio gehört. Das geschäftige Stadtleben und die Mischung aus traditionellen und modernen Attraktionen scheinen unglaublich. Absolut. Tokio bietet ein einzigartiges Erlebnis, von der Erkundung antiker Tempel bis hin zum Genießen futuristischer Technologie. Apropos Technologie, ich bin fasziniert von den fortschrittlichen Innovationen, die aus Japan kommen. Japan hat bedeutende Beiträge zu verschiedenen Branchen geleistet, darunter Elektronik, Automobilindustrie und Robotik. Es ist beeindruckend, wie sie Präzision, Qualität und Innovation in ihren Produkten kombinieren. Ja, die Liebe zum Detail wird in der japanischen Kultur hochgeschätzt und spiegelt sich in ihrer Handwerkskunst wider. Ich würde auch gerne in die Schönheit japanischer Gärten eintauchen. Ich habe Bilder gesehen und sie sehen atemberaubend aus. Die japanischen Gärten sind ruhig und sorgfältig gestaltet und bieten einen friedlichen Rückzugsort vom geschäftigen Stadtleben. Es wäre eine großartige Gelegenheit, die Ruhe zu erleben und die Kunst der japanischen Landschaftsgestaltung zu schätzen. Und vergessen wir nicht die Kirschblüten. Im Frühling ist Japans Kirschblütenzeit ein unvergesslicher Anblick. Ich habe Fotos von den Kirschblüten in voller Blüte gesehen, und es sieht aus wie eine Märchenszene. Es ist eine magische Jahreszeit, in der Parks und Straßen mit wunderschönen Rosatönen geschmückt sind. Ich kann mir vorstellen, durch die von Kirschblüten gesäumten Straßen zu schlendern, die Schönheit zu genießen und unvergessliche Erinnerungen festzuhalten. Japan ist auch für seine lebendigen und einzigartigen Festivals bekannt. Die Energie und die kulturelle Bedeutung sind faszinierend. Ich habe von den Matsuri-Festivals und der lebhaften Atmosphäre gehört, die sie schaffen. Es wäre toll, eines aus erster Hand zu erleben.
Matsuri-Festivals sind ein Fest der Tradition mit farbenfrohen Paraden, Aufführungen und köstlichem Streetfood. Zählen Sie auf mich für das Streetfood. Ich habe gehört, dass die japanische Küche ein Paradies für Feinschmecker ist. Absolut. Von Sushi und Ramen bis hin zu Tempura und Takoyaki gibt es eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen zu entdecken. Ich kann es kaum erwarten, authentisches Sushi an seinem Geburtsort zu probieren. Ich habe gehört, dass es eine ganz andere Erfahrung ist als das, was wir anderswo erleben. In der Tat sind die Frische und Liebe zum Detail bei der Zubereitung von Sushi in Japan beispiellos. Japan scheint eine perfekte Mischung aus alten Traditionen und modernen Wundern zu sein. Es ist ein Reiseziel, das für jeden etwas bietet. Das ist das Schöne an Japan. Es verbindet seine reiche Geschichte und sein kulturelles Erbe nahtlos mit technologischen Fortschritten. Nun, lassen Sie uns einen Pakt schließen, um eines Tages gemeinsam Japan zu besuchen und uns auf dieses unglaubliche Abenteuer einzulassen. Unbedingt. Es wäre ein wahr gewordener Traum. Lassen Sie uns mit der Planung beginnen und es Wirklichkeit werden lassen. Ich freue mich schon auf die Möglichkeiten, auf die Erkundung Japans und das Schaffen unvergesslicher Erinnerungen.